Hallo Martin, schön, dass du hier bist. Aber wie bist du eigentlich hierher gekommen? Zu DMT meine ich. Also bei mir war das ein relativ großer Zufall. Also ich habe damals meinen Bachelor an der WTH gemacht im Bereich Bergbau. Zum Bergbau bin ich gekommen, indem ich damals einem Satz begegnet bin, den ich ganz prägend fand. Und zwar, was man nicht anbauen kann, muss man abbauen. Und darüber bin ich im Bergbau gekommen, habe an der WTH studiert. Anschließend bin ich ins Ausland gegangen, habe in Vancouver, Kanada, meinen Master gemacht, habe da 4 Jahre auch gelebt. Und anschließend zurück nach Deutschland gekommen und mich dann nach und nach bei verschiedenen Firmen gearbeitet und bin anschließend dann über eine Stellenausschreibung hier zu DMT gekommen. Und ja, das ist so meine Reise bisher gewesen. Schön, aber du bist noch nicht einmal ein Jahr hier bei uns, genau. Also ganz frisch dabei. Wie ist denn eigentlich dein Einstieg gelaufen? Wie war das Onboarding? Also das Onboarding bei mir war eigentlich ganz angenehm. Ich bin jetzt erst seit Juli dabei, also erst ein knappes halbes Jahr. Bin damit aber sehr zufrieden gewesen, habe damals im Bewerbungsgespräch auch genau geäußert, was ich erwarte von DMT und was ich auch eben quasi, wo ich mich einbringen kann. Und daraus haben sich dann ziemlich schnell 2 Bereiche eben kristallisiert, in denen ich jetzt auch arbeite. Ich arbeite mit Menschen überall auf der Welt zusammen. Dementsprechend kann ich auch im Homeoffice arbeiten, was auch viel passiert. Mal im Büro sein, mal auf Reisen sein. Also sehr flexibel. Genau, dementsprechend war das Onboarding eigentlich relativ entspannt. Sehr schön. Die Welt digitalisiert sich immer mehr, auch gerade in deinem Bereich, im Bergbau. Woran arbeitest du? Ich weiß, dass das genauso dein Thema ist. Genau, also ich habe mich schon länger auch bei meinem vorherigen Arbeitgebern mit Digitalisierung beschäftigt. Und momentan bei der DMT arbeite ich in 2 wesentlichen Bereichen bei Digitalisierung. Einmal ist es das Unternehmen selber, besser zu strukturieren, gewisse Prozesse eben zu verautomatisieren. Da wir eben viel Zeit verwenden, um eben Dokumente zu schreiben oder sowas. Und da gibt es viel Potenzial, das Ganze ein bisschen auszubauen und die Digitalisierung da voranzubringen. Und gleichzeitig arbeite ich mit ein paar Kollegen an einem neuen Service, den die DMT rausbringen möchte, wo wir eben, das Ganze nennt sich Digital Mine Projekt. Und da möchten wir quasi in der Lage sein, Bergbaubetriebe auch auf deren digitale Infrastruktur zu beraten und den ganzen Bergbau dahingehend zu optimieren. Ja, das klingt sehr spannend. Ist es auch. Ist die Digitalisierung denn ein Thema, was dich immer begeistert hat? Und was sind sonst deine Interessen? Also begeistert hat mich das schon länger, einfach bedingt durchs Studium. Heutzutage kommen immer mehr digitale Lösungen auf. Man sieht, der Bergbau ist noch ein bisschen konservativ. Dementsprechend werden solche neuen Lösungen nicht ganz so schnell angenommen. Aber wenn man es mal einmal erlebt hat, dann sieht man eben, was für einen Einfluss diese Lösungen haben können. Und das finde ich spannend. Und sonst, wie gesagt, ich reise gerne und das ist etwas, was ich hier auch zu Genüge mache, beruflich und auch in der Freizeit. Was hat das denn für eine Auswirkung auf dein Work-Life-Balance, wenn du viel unterwegs bist? Für mich ist es eigentlich super. Also ich bin Mensch, ich reise gerne, ich möchte das auch. In meinem Berufsleben mit meinem Einverständnis habe ich dazu auch sehr viele Möglichkeiten. Ich war jetzt zum Beispiel im letzten Monat war ich fast einen Monat nur unterwegs in verschiedenen Regionen, teilweise in Afrika, aber auch in Deutschland unterwegs. Und oftmals hat man da eben auch die Möglichkeit, so ein bisschen die Freizeit mit reinzubringen. Natürlich ist man dann am Wochenende auch noch da und kann mal neue Kulturen kennenlernen, neue Städte sehen und das alles eben zusammen mit der Arbeit. Schön. Also war es für dich denn wichtig oder spielt das für dich eine große Rolle, für ein global tätiges Unternehmen wie DMT oder eben TÜV Nord zu arbeiten? Ja, absolut. Also wie gesagt, Bergbau ist international. Wenn man nur in einem Land bleibt, dann ist es bei Bergbau nicht so einfach. Wenn man aber eben international aufgestellt ist und dann für ein Unternehmen arbeitet, das eben auch international agiert, mehrere Büros hat, dann kommt damit eben sehr viel Flexibilität. Und man lernt natürlich auch einen Haufen Leute kennen, die von überall kommen, andere Kulturen mit reinbringen. Und das alles sind meines Erachtens sehr positive Einflüsse. Ja, sehr schön. Ich weiß, dass du auch in einem anderen Bereich tätig bist, und zwar Projektmanagement. Genau. Was sind für dich dann da die Herausforderungen? Das ist so der zweite Aufgabenteil, den ich jetzt habe der DMT. Und das ist eben dann größere Projekte, Machbarkeitsstudien, die wir eben durchführen, zu unterstützen in der Koordination, das ganze Team eben zusammenzuführen mit ihren verschiedenen Aufgaben. Und das ist der Bereich, den ich damals bei DMT quasi angefragt habe. Darüber möchte ich mehr lernen. Okay. Und habe da jetzt auch einen gewissen Bereich eben Mentoring und lerne eben stetig dazu, sodass ich quasi am Ende irgendwann noch in der Lage bin, solche Projekte eben komplett allein zu leiten. Super. Und
Gerade in deinem Bereich, also im Bergbau, suchen wir immer qualifizierte Leute. Wir können immer Bergbauingenieurinnen und Ingenieure gebrauchen. Ja. Wenn jemand das gerade sieht, was wäre dann deine Botschaft? Ja, also wenn man Interesse hat an einem Unternehmen, was wirklich flexibel ist, gerade in der Gestaltung von Arbeitszeiten, das gefällt mir bei der DMT sehr gut. Also die absolute Mischung aus Homeoffice, Reisen, mal im Büro sein, das kann man wirklich machen, wie man möchte. Und wenn man jemand ist, der an sowas Interesse hat und auch Herausforderungen gerne annimmt, dann ist das auf jeden Fall ein super Unternehmen und würde mich freuen, wenn wir da mal ein bisschen Unterstützung bekommen, weil ein paar junge Gesichter können wir auf jeden Fall gebrauchen. Ja, auf jeden Fall. Ja, super. Danke auf jeden Fall für den spannenden Einblick in deine Arbeit und Gerne. Danke für deine Zeit. Alles klar, danke dir.